Hallo zusammen, hier im Gira Forum auf dem Gira Messestand und natürlich auch Hallo zu Hause, die jetzt gerade über YouTube uns zuschauen. Ich bin Marco und bei mir ist der. Hallo, mein Name ist Alex und wir haben zusammen die Ehre, euch durch die Neuheiten zu führen heute. Wir machen das so schnell und schmerzlos wie möglich, um dabei trotzdem alles, was wichtig ist, euch mitzuteilen. Wenn ihr gleich Fragen haben solltet, einfach gleich dann die Fragen gerne stellen. Wir legen direkt mal los und fangen an mit einem neuen Schalter. Der bisherige Schalter, den wir bei Gira haben, der aktuelle, der ist in 30 Jahren über 200 Millionen Mal verkauft worden und für den wird es Zeit, in Rente zu gehen. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir den jetzt anpacken, dann werden wir den Schalter an allen Ecken und Kanten verbessern und das wollen wir euch mal ganz kurz zeigen. So sieht der neue Schalter aus. Einmal der Schaltereinsatz, dazu ein neues Klemmstück, das schwarze, was man dort sieht, und dann einen neuen Aufsatz. Was man hier dazu sagen kann, ist, dass bisher, wir haben ja einen Tastschalter, einen Schalter und einen Taster und alle drei haben jetzt dieselbe Aufnahme. Technisch noch ein paar Kleinigkeiten erzählt. Unter anderem ist der Schalter kleiner und schmaler geworden. Er lässt sich schneller montieren. Also die Anzahl der Umdrehungen, die man braucht, um den Schalter zu fixieren, ist deutlich verbessert worden. Wir haben jetzt eine Krallengarage. Und ja, das mit der Wippe hatte ich ja gerade schon erzählt. Was man optisch sehen kann, ist, dass wir den Schaltwinkel verkleinert haben. Dadurch wirkt der ganze Schalter nochmal hochwertiger. Und das Spaltmaß, das Umlaufende, ist jetzt immer gleichbleibend. Das Ganze, weil das Zentralstück des Schalters in einer schwimmend gelagerten Form gemacht worden ist. Schalter schon mal gut. Wie sieht es mit dem Design aus, Marco? Ein passendes Kleid für den Schalter gibt es natürlich auch. Also der neue Schalter hat jetzt ein neues Rahmenprogramm mit hinzubekommen und zwar heißt er bei uns E2. Gängige Schalterprogramme, die wir haben, sind zum einen das Standard 55 oder das E2 und das ist, wenn man so will, so ein Kompromiss aus beidem, also der E2-Rahmen in einer abgerundeten Version, wenn man so möchte. Das Ganze erhält sich in unseren Systemfarben. Den Flächenschalter haben wir auch angepasst. Hier sieht man die aktuelle Version. Da haben wir jetzt die Wippen begradigt und auch bei der Steckdose haben wir die Wippe oder die Abdeckung begradigt. Noch ein weiteres Thema, und zwar das Thema Elektronik. Überspannungsschutz, also Fein- und Mittelspannungsschutz, ist ein immer wichtigeres Thema in Bestandsbauten oder auch in Neubauten. Bisher hatten wir eine Version, wo das mit in der Steckdose integriert war. Jetzt haben wir eins, was man nachträglich hinter der Steckdose montieren kann. Also definitiv ein wichtiges Thema für die Zukunft. Und damit würde ich mal übergeben zum Thema Smart Home. Alex, was haben wir denn da im Programm? Ja, was haben wir heute mitgebracht? Wir haben heute erstmal mitgebracht das Gira One-System. Gira One haben wir zuletzt in Light & Building euch vorgestellt. Der schnelle, einfache Weg zum Smart Home, ohne die ETS zu benutzen, aber auf Basis des KNX-Systems. Und hier haben wir gestartet mit einem KNX-Taster für die ganz normale schnelle Bedienung an der Wand und einem G1 für die Visualisierung. Und hier bringen wir euch heute auf dieser Light & Building das erste Funktionsupdate von vielen mit. Und das erste Funktionsupdate sieht so aus, dass wir für euch einen Tastsensor 4 mit dabei haben, also den kleinen Tastsensor in der 55er Variante, in Einfach-, Zweifach- und der Dreifach-Variante. Und natürlich auch der große Bruder in der 95er Variante hält Einzug in unser Gira One-System. Bedeutet für euch, dass ich hier bei der simplen, einfachen Installation starten kann, beim KNX-Taster über einen Tastsensor 4 gehen kann, mit mehr Funktionen, bis hin zu einem G1-Bediengerät. Das ist unser Portfolio für das Gira One-System hier bei uns auf der Light & Building. Gehen wir einen Schritt weiter Richtung KNX-System und da haben wir was komplett Neues auch nochmal mitgebracht, eine Neuentwicklung, das Multitalent in der im KNX-System, eine sogenannte Taster-Schnittstelle. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus, ist aber hervorragend geeignet, um zum Beispiel konventionelle Taster
mit ins System reinzuholen. Also ich mag das klassische Bedienkonzept, möchte das aber gerne smart haben, also kann ich eine Tasterschnittstelle dafür benutzen. Oder ihr wollt zum Beispiel Temperaturen erfassen oder auch Fensterkontakte. Ist das Fenster geschlossen, geöffnet, gekippt, können wir alles über die Tasterschnittstelle erfassen. Oder auch so Sachen wie zum Beispiel meine Waschmaschine, hat die eine Leckage? Ja, nein. Ich kann einen Leckagesensor anschließen, mich darüber informieren lassen, falls es da irgendwas kommen sollte. Und diese Tasterschnittstelle haben wir hier für euch in der Zweifach-, Vierfach- und sogar Achtfach-Variante mitgebracht. Also schaut gerne da drüben einmal vorbei. Wo wir auch dran angesetzt haben, ist das Thema für größere Gebäude. Bei größeren Gebäuden, gerade in Richtung KNX-Installationen, brauchen wir häufig so ein Gerät. Das Gerät ist in dem Fall ein Linienkoppler. Ja, man muss normalerweise beim KNX-System durch mehrere Linien dann durch, wenn man mehr Geräte haben möchte. Und das ist jetzt unser neues System. Es ist kleiner geworden, gleichzeitig aber der Funktionsumfang größer. Dieses Gerät ist gleichzeitig ein Linienkoppler, es ist ein Bereichskoppler und ich kann das Ding auch als Segmentkoppler für eine ETS6 benutzen. Und für uns auch neu hierbei, das Gerät kann KNX Secure, also ist wirklich abgesichert. Deswegen haben wir auch eine KNX Secure Proxy Funktionalität mit eingebaut, womit ihr dann ungesicherte Teilnehmer mit in den gesicherten Teil mit reinnehmen könnt. Und das Ganze auch nochmal 6-mal schneller als der Vorgänger, also wirklich eine hervorragend schnelle Übertragung zwischen den Linien. Und schnell geht es auch weiter mit einer neuen Produktkategorie bei uns bei Gira, und zwar ist das eine Phasenschiene, die wir hier vorne sehen, für unseren Schalt-Jalousie-Aktor. Das macht das Leben schneller bei der Verkabelung. Ich muss nicht mehr die einzelnen Kanäle durchbrücken. Ich installiere die Phasenschiene, bin sofort fertig. Ich kann die Phasenschiene auch entsprechend abkürzen, ja, jedes Mal nach dem Abgang, und kann damit auch kleinere Aktoren ganz normal hier super schnell verdrahten. Und dann haben wir außerdem auch nochmal ein Novum bei uns, eine neue Wetterstation, auch auf KNX Secure Basis. Wir bei Gira versuchen, unser Portfolio dahingehend abzurunden, dass wir alles in Secure euch anbieten können. Und hier haben wir auch noch eine weitere Station, also eine Wetterzentrale, die ich in der Verteilung drin habe, und habe dann den Sensor draußen, um dann Wind aufzunehmen, wird es draußen Niederschlag, aus welcher Richtung scheint gerade meine Sonne, und so kann ich optimal meine Fassaden dann entsprechend fahren. Das ist die neue Wetterstation. Und zu einem Smart Building gehört natürlich selbstverständlich auch gutes Licht. Ja, gutes Licht, Smart Building immer in Kombination. Und dafür haben wir auch hier wieder eine komplette Neuentwicklung für euch dabei. Und zwar ist das sogenannte DALI Gateway. Das DALI Gateway brauchen wir normalerweise, wenn wir einen DALI Beleuchtungsbus mit unserer Automation im KNX-System koppeln wollen. Da benutzen wir ein DALI Gateway für, und das haben wir in der Einfachvariante, also für ein DALI-System, oder auch für die Zweifachvariante, wo ich dann bis zu 128 Geräte, DALI-Geräte in mein KNX-System durch dieses eine Gerät reinbringen kann. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch wieder hier den Funktionsumfang erweitert, und zwar ist das pickepacke voll mit Funktionen wie zum Beispiel so ein Human-Centric Light, wo wir dann zum Beispiel sagen können, den Tageslichtverlauf von draußen, den natürlichen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mittagsstand können wir ins Büro reinholen. Zum Beispiel die Situation, dass wir morgens starten, wir haben entsprechend einen gedimmten Bereich, dafür einen sehr warmen Ton, wie wir es von draußen auch her kennen, und gehen dann über die Mittagsstunden eher heller, dafür wird das Ganze eher in einen kalt-weißen Ton gehalten, so wie draußen auch, und dann nachher Sonne geht unter, das Ganze wird wieder ein bisschen wärmer, dafür ein bisschen dunkler, und so sind wir auch innerhalb der Räume, so als wenn wir draußen wären und die gute Sonne genießen würden. Das ist unser Gateway. Alex, ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, was mir mehr Spaß macht. Dir beim Vortragen zuzuhören oder selber was zu erzählen. Aber ich stehe ganz gerne in der ersten Reihe und höre dir zu. Also macht echt Spaß, Alex. Das Thema Smart Energy, ja, also man hört das ja überall, es wird immer wichtiger, auch im Kontext mit Smart Home. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, das wird wirklich immer wichtiger. Jedes Mal, wenn wir uns über Smart Homes unterhalten, kommt auch ganz, ganz häufig immer das Thema Wallbox und auch gleichzeitig natürlich das Ding mit den
Ladestationen und dem Infrastrukturmanagement. Und hierbei ist es so, wenn ihr eine Wallbox zu Hause habt und ihr wollt gerne smart laden, dann ist immer die Frage, wie kriege ich diese Wallbox jetzt optimalerweise an mein Smart Home System angebunden. Das kann sehr kompliziert werden und das wollen wir euch hier erleichtern, indem wir den Gira Echo euch mitbringen. Damit kann ich 5 Ladepunkte in das System integrieren, dabei wirklich Hersteller mischen, egal von wem das kommt, einfach aus der Liste auswählen und ich kann wirklich verschiedenste Ladepunkte durch ein Lademanagement hierbei effizient an mein Smart Home anbinden. Auch diejenigen, die sich gerade mit dem Thema Paragraph 14a beschäftigen, ja, dieses Laden und das Hoch- und Runterdimmen von Lasten, dafür ist das Gerät hier ganz essentiell für diese Kunden ausgelegt. Dann haben wir außerdem, Energie ist ja ein ziemlich großes Thema, alle müssen irgendwie mit Energie haushalten, wir müssen Energie sparsam und effizient einsetzen und da haben wir auch wieder hier einen neuen Weg und zwar haben wir zusammen mit unserem Partner Splendid Minds und dem Geschäftsführer Kai Burkhardt, der ist auch hier vorne ausgestellt, haben wir eine Entwicklung Richtung X1 getätigt und zwar gibt es hier eine Erweiterung für den X1, der Server, wo ihr hier das X1 auf ein komplett neues Level heben könnt. Ihr seht das hier in der Vorschau. Wir haben die Möglichkeit, Energiedaten anzuzeigen. Ich kann Temperaturen anzeigen, also im Endeffekt Diagramme. Was habe ich noch in der Hosentasche? Ich kann mir einen Energiemonitor anzeigen, kann sehen, wo geht meine Energie gerade her, was für einen Netzbezug habe ich gerade, was ist mein PV-Ertrag. Und so kann ich das wirklich auf einen Schlag sehen, was gerade vor sich geht. Dann haben wir außerdem, es hört nicht auf, eine Listenansicht. Also ich kann noch weitere Funktionen einfach in einer Ansicht mir darstellen lassen. Und alles Gute ist 4. Und zwar gibt es da außerdem auch nochmal so ein Lastenmanagement integriert, wo ich dann sagen kann, ich habe einen bestimmten PV-Überschuss und diesen PV-Überschuss möchte ich gerne benutzen, um zum Beispiel jetzt meine Waschmaschine zu starten oder auch zum Beispiel meinen Batteriespeicher zu laden, wenn ich einen Überfluss an Energie so oder so gerade produziere. Marco, was haben wir noch dabei? Ich darf nochmal. Du darfst auch nochmal. Wir machen weiter mit dem Produktfeld Türkommunikation und dort fangen wir außen an. Unser Gira-System 106 haben wir in verschiedenen Farben. Wir haben es in Weiß, Aluminium, in Bronze haben wir das auch. Und nun haben wir es ebenfalls in der Variante Schwarz-Matt, also nochmal eine edle Variante für draußen. Und wir haben unser TKS IP Gateway mal angepackt und komplett erneuert. Also das Gehäuse ist im Prinzip dasselbe. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, wofür das Gerät da ist. Also ich habe meine Türsprechanlage und kann mit diesem Gateway nun jetzt zum Beispiel mit dem Telefon drauf zugreifen oder ich kann IP-Kameras einbinden. Und mit der neuen überarbeiteten Version ist das Gerät noch stabiler, noch performanter und ich kann noch mehr Kameras mit in das System einbinden. Also hier tatsächlich eine schöne Weiterentwicklung des Produktes. Gehen wir weiter über zum nächsten Thema, und zwar die Gira-Assistenten. Genau, Marco. Wir haben neben den spannenden Produkten hardwaremäßig auch ein bisschen Software wieder mit dabei, und zwar die Konfiguratoren. Und dabei beginnt meistens die Reise des Endkunden bei der Idee oder dem Wunsch eines Smart Homes. Da ist immer die Frage, okay, was kostet mich das eigentlich, so ein Smart Home umzusetzen? Und da starten wir, indem wir den Home-Assistenten nehmen. Das ist ein Tool auf unserer Webseite, da kann man sich zusammenklicken, ich habe das Haus mit den Zimmern und möchte gerne diese Ausstattung haben, smarte Beleuchtung, Heizungssteuerung, bekomme da schon einen ersten Preis genannt und kann mit diesen Informationen dann weitergehen zu meinem Elektroinstallateur. Der kann mit dem Gira Planungsassistenten in der Mitte übernehmen und könnte dann auf Angebotsbasis dann sagen, okay, das wäre das, was ich dir anbieten könnte jetzt da auch nochmal anpassen und könnte sagen, okay, vielleicht rechnen wir das mal mit dem Gira One-System aus, mit dem KNX-System aus, und wenn das Angebot ist, kann er dann auch das Ganze direkt zur Tat streiten und mit den Informationen in der ETS weitermachen oder im Gira-Projektassistenten wirklich das Smart Home System aufsetzen. Also von der Idee bis hin zum fertigen Smart Home bieten wir hier dann die Lösung an, dass wir wirklich effizient von A nach B bekommen. Ich muss sagen, ich finde das wirklich super. Nicht nur Produkte, sondern auch diese Services, die auch einen Mehrwert für das Handwerk dann auch bieten. Und zum Schluss, Alex, noch ein bisschen was Eigenwerbung. Genau, ein bisschen Eigenwerbung Richtung Akademie. Also wenn euch die Produkte soweit zusagen, haben wir auf der Akademie für euch weitere Trainingsmaterialien vorbereitet, Web-based Trainings, Präsenzseminare, Online-Trainings, dürft gerne dazuschalten. Auch dieses Format haben wir dann da, Online-Seminare in einer etwas größeren Form, dass wir euch da 2 Stunden dann durch die ganzen Neuheiten durchführen, und da würden wir uns auch gerne dann
mit euren Fragen dann befassen. So, von unserer Seite aus wären wir jetzt schon durch. Wenn ihr Fragen habt, die gerade hier sind oder die online zugeschaltet sind, traut euch ruhig, stellt die Fragen jetzt. Mein Kollege ist gerade hier mit dem Mikrofon, also traut euch, wenn ihr Fragen zu den Neuheiten habt, alles, was ihr auf dem Stand seht, ist jetzt ein hervorragender Moment. Ihr dürft da kommen 2 Fragen vom... Sehr gerne. Einmal wäre das diese Stromschiene, was Sie für die Jalousie hernehmen. Ist das einphasig oder gibt es die nur einphasig oder gibt es die mehrphasig? Ich glaube, die ist einphasig, man kann die aber auch jedes Mal kürzen, sodass man auch mehrere Phasen dann aufteilen kann. Dann macht man so eine Endkappe dazwischen und kann dann auch damit mehrere Phasen aufteilen. Die zweite Frage wäre bei diesem Energiemanagement, wo Sie doch vorhin gesagt haben, dass man das überprüfen kann, wo jetzt gerade der Strom herkommt, wo er hingeht und das zum Kontrollieren. Wie soll man uns das vorstellen? Einzelne Bauteile oder wie viele Gruppen kann man damit schalten? Wenn ich jetzt das ganze Haus wirklich überwachen wollen würde und gerne wissen will, welche Steckdose wo jetzt läuft. Genau, da sprechen wir von den Extension Nodes von Kai Burkhardt und da würde man zum Beispiel einen Smart Meter dazwischen klemmen und da würde ich dann auch zum Beispiel mit Strommessungsaktoren arbeiten, die dann sagen, wo geht der Strom gerade hin. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen, aber man kommt nicht drum herum, irgendwelche Messeinheiten dann dafür dann einzusetzen. Und wir sind da auch nicht herstellergebunden, ob es jetzt Huawei, SolarEdge oder sonst irgendwas ist. Genau, da kann man jetzt natürlich dann ansetzen und sagen, wir könnten über Modbus, TCP zum Beispiel solche Sachen abfragen, aber es gibt natürlich auch ganz viele KNX-Lösungen, die man sofort integrieren kann. Und über Logiken kann man so oder so noch viel, viel mehr machen. Okay, eine allerletzte Frage. Gerne. Mein Neffe, der will gerne ein Haus bauen und der überlegt sich jetzt natürlich die ganze Zeit, ob er das System One nimmt oder ein KNX nimmt. Ich habe versucht, ihm einzureden, dass er KNX nimmt. Er sagt, ja, du bist Elektrikmeister, das ist für dich ein bisschen einfacher. Für mich ist es nicht einfach. Ich müsste halt dann immer dich rufen und wenn du dann mal sauer auf mich bist, dann kommst du nicht und was mache ich dann? Jetzt Ihre Empfehlung, KNX One? Also, es hängt alles davon ab, ich sage jetzt mal was du gerne haben wollen würdest zu Hause. Möchtest du sagen, ich möchte mein Zuhause einfach nur smart steuern, von der Ferne steuern, sicher steuern natürlich. Ich möchte Heizung, Jalousie und Beleuchtung steuern, ein bisschen Zeiten, Gruppensteuerung, solche Sachen. Und ich möchte in der Lage sein, es selber wieder anzupassen und zu ergänzen. Dann bist du mit dem Gira One-System völlig okay. In dem Moment, wenn du sagst, ich möchte externe Systeme, wie zum Beispiel ein Photovoltaiksystem zum Beispiel, mit einbinden in das System und ich möchte ganz verrückte Logiken wieder zusammenbauen, dann bist du mit einem KNX-System, was natürlich einen Experten benötigt, auf der besseren Seite. Also je nachdem, wie dein eigener Anspruch ist das eine System mehr geeignet wie das andere. Beide Systeme sind aber auch KNX, von daher kannst du auch mit One starten und dann weitermachen mit ganz normal KNX, wenn sich die Wünsche dann mal ändern. Die Produkte kannst du weiterverwenden. Gibt es softwaretechnisch noch nicht eine einfache Lösung für KNX, also ohne großen Programmieraufwand? Gibt es sowas softwaremäßig? Da sind wir den Weg mit One ja gegangen, aber generell arbeitet die KNX stetig daran, diese ETS, Engineering Tool Software, womit man das in Betrieb nimmt, ein bisschen einfacher zu gestalten. Also die sind da dran und das ist der Weg, den die 500 Hersteller, die KNX-Member ja sind, dann auch mitgehen. Oder? Also DALI kann man bei One, glaube ich, nicht hernehmen. Ist man auch eingeschränkt. Stimmt's? Oder habe ich recht? Aktuell kann man ist ein DALI-System nicht Teil von Gira One. Ja. Aber bis hierher schon mal danke für die Frage. Auf jeden Fall. Vielen Tatsächlich, glaube ich, eine Frage, die sich viele Leute stellen. Prima. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit hier auf dem Stand und die sich das gerade bei YouTube anschauen. Wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, gern jederzeit reinschreiben, dann sehen wir zu, dass wir die dann auch zügig beantworten. Ansonsten wünschen wir euch allen noch einen tollen Tag hier auf dem Messestand und sagen besten Dank. Besten Dank. Tschüss.